So, ich glaube, wir sind live. Moment. Ich sortiere mich noch ein bisschen und dann geht das hier zur Sache. Moin, ihr Landratten. Ich bin hier auf der Stettin, wie ihr ja schon aus dem Titel vernommen habt. Und ich hatte es ja auch angekündigt, heute geht es natürlich um die Dampfmaschine. Das Ganze initiiert hat der liebe Martin. Der ein oder andere hat ihn ja schon mal gesehen. Er war ja schon mal zu Gast bei uns in den Streams. Ihr wisst, Martin ist seines Zeichens Physiklehrer und einige haben schon gesagt, so einen Lehrer hätte ich mir früher mal gewünscht. Na, das sehen wir dann noch. Ne? Ja, und dann haben wir außerdem hier noch den Heino. Heino, ja. Na, Heino ist Crew von der Stettin, Ja, richtig? ich bin Decksmann und manchmal auch Verwalter an Bord. Eben. Ja, okay. Und ja, den Heino haben wir dazu geholt. Also es geht heute hauptsächlich um die Maschine, aber wir dachten uns so als Einführung vielleicht mal so 5 Minuten, nochmal so ein bisschen, ein paar Basics nochmal zur Stettin. Das kann ich machen. Viele kennen die, ist natürlich ein sehr bekanntes Schiff hier im Hafen. Gott sei Dank. Ja, aber ja, einfach mal so ein paar, ich drehe mal die Kamera um, dass wir vielleicht nochmal so ein paar Basics haben. Ja. Heino, ja, wenn du auch sonst, oh, jetzt haben wir ein schönes Gegenlicht hier. Ja, dann stelle ich mich da hin. Genau. Erscheine ich im besseren Licht. Ja, ich soll was erzählen. Ja, erzähl doch mal, Ja. wie alt ist denn das gute Ja, Stück? also wir befinden uns jetzt auf dem Dampfeisbrecher Stettin. Die alte Lady ist jetzt 91 Jahre alt. Das heißt, wir sind 1933 gebaut worden in Stettin, in der Oderwerft. Und das war auf Begehr der damaligen Industrie- und Handelskammer in Stettin, weil es waren schon 5 Eisbrecher am Arbeiten, aber es brauchte noch einen 6., weil die damaligen Wintertage waren ziemlich hart, sodass das Oderdelta, die Oder, die Ostsee alles ziemlich stark zugefroren war. Und Stettin war ein wichtiger Hafen, sodass eben halt die Fahrerinnen auch immer sehr oft und gut freigehalten werden mussten. Ja, dann ist sie gebaut worden, hat ihre Tätigkeit dort ausgeübt. Im Sommer lag sie in Stettin an den sogenannten Hackenterrassen, ist dort gewartet worden. Und wie gesagt, wenn der Winter einbrach, kam die Besatzung komplett zusammen und dann ging es ans Arbeiten. Sie ist dann, wie man sich später denken könnte, auch dann Mitglied der Reichsmarine geworden, hat dann aber eben ihren Job weithin erfüllt, hat nur einmal bei der Besetzung von Kopenhagen teilgenommen. Hat später auch einige Frachtschiffe durch das Packeis gelitten, hat auch damals dem Zerstörer Schleswig-Holstein zur Seite gestanden, der sich im Packeis den Rumpf aufgerissen hatte. Dort lagen wir Längsseite eine Woche, bis die Kohle leer war. Stichwort Kohle, wir sind der größte stählerne, noch in See stechende, kohlebefeuerte Dampfeisbrecher der Welt. Das wird behauptet, Gegenteil ist noch nicht bewiesen worden. So. Man muss einfach das Ganze entsprechend überzeugend rüberbringen. Ne? Ja, genau. Und wie gesagt, während des Krieges hat sie dann ihre Jobs erfüllt, hat dann aber Ende April 1945 ca. 500 Personen an Bord genommen, die da waren, Flüchtlinge, Verwundete oder auch Soldaten, und ist dann gen Westen geflüchtet. Hat dann alles in Kopenhagen abgeladen, wie gesagt, ist nach Kopenhagen geflüchtet, ist dann von Kopenhagen nach Kiel gefahren und dann war Kriegsende und dann haben die Briten das Schiff übernommen und von da an hat sie dann eben halt die Kieler Förde und den Nordostseekanal eisfrei gehalten und ist dann später nach Hamburg versetzt worden und hat dort das Gleiche hier auch auf der Elbe und im Nordostseekanal getan. Bitte? Bis wann? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Bis Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er. Da sollte sie dann verschrottet werden, weil sie dann nicht mehr ökonomisch war. Da waren aber Leute aus Stettin, Pommern, die das Schiff kannten, mochten. Die haben das Schiff erworben für gutes Geld und haben dann in dem Moment unseren Verein gegründet, so wie wir jetzt bestehen. Wir haben jetzt circa ungefähr 900 Mitglieder europaweit. Das ist Schweiz, Holland, England, Irland. Alles Leute, die dampfaffin sind, affin das neue Wort, dampfaffin oder alte Seeleute oder Rentner, so wie ich, die dann zu Hause nichts mehr anfangen konnten oder auch mal gerne zur See fahren wollten. Ja, und wir arbeiten alle ehrenamtlich, also ohne Bezahlung. Nur die Kollegen, die jetzt hier an Bord arbeiten,
Zum Beispiel der Verwalter, der jetzt, so wie ich unlängst 14 Tage an Bord verbringen mit Übernachtung. Wir kriegen hier unsere Kost und Logis gestellt. Ansonsten, wie gesagt, alles unentgeltlich. Muss man vielleicht auch dazu sagen, die Stettin liegt hier direkt im Hauptstrom der Norderelbe. Ja. Deshalb muss die rund um die Uhr besetzt sein. Richtig, weil wir im Hauptstrom liegen, um zumindest ein Verantwortlicher an Bord da zu sein hat, wenn irgendwas ist, der dann eingreifen kann oder was entscheiden kann. Ja. Ne? Ja, und von den 900 Mitgliedern sind ungefähr, sagen wir, 120, 150 aktiv. Von diesen 150 etwas mehr aktiv, davon wieder so die Staffelung. Ich nehme an, geschätzt, wir sind ungefähr, ich sag mal, gut geschätzt, 50 ganz Aktive, die also hier die Tage verbringen. Und dann auch immer zu sehen sind. Ja. Genau. Und immer zu sehen sind. Auch Hamburger dabei, aber auch welche aus dem Ruhrpott oder auch mal Schweizer, Holländer und so weiter. Wenn unsere Zuschauer jetzt euch was Gutes tun wollen, was gibt es da für Möglichkeiten? Ihr habt ja wahrscheinlich auch eine Webseite. Ja, wir haben eine Webseite, die nennt sich www.dampfeisbrecherstettin.de. Dort ist alles zu erkennen. Man kann eben halt spenden. Ich nehme an, dass auch, ich habe mich da nicht so sehr drum gekümmert, aber da sind bestimmt Einzelheiten drauf, um zu sehen, wie man spenden kann. Und ich denke, die schönste Möglichkeit zu unterstützen, ist auf jeden Fall ein Ticket für eine der Fahrten zu buchen, oder? Richtig, Ihr fahrt ja das ist ganze unser Jahr Hauptbestreben, unser größter Wunsch, dass wir so viele Fahrgäste wie möglich bekommen, die eben halt dann, gut, es bleibt nicht aus, ein Ticket kaufen, aber davon leben wir letztendlich, um unsere Kosten zu decken. Und wenn ich eine Fahrt buche, dann darf ich auch Kohlen schaufeln? Ja, es darf jeder, der hier an Bord kommt, überall hin. Mit Ausnahme der zum Beispiel hinter mir liegenden Logis. Da ist das Matrosenlogis, auf der Steuerbordseite das Heizerlogis. Da sind, wenn wir Besatzung an Bord privat, haben, ne? das ist Privatsphäre, da darf keiner rein. Aber sonst überall Brücke, Kombüse auch nicht, aber Brücke, Maschine und so weiter. Und es Also, darf jeder Kohle schaufeln. Wer von euch Lust hat, sich dann mal ein bisschen abzuarbeiten, wer die ganze Zeit am Rechner sitzt und sagt, Mensch, ich habe mal Bock, ein paar Richtig. Kohlen zu schaufeln, ich brauche einen kleinen Ausgleich. Richtig. Ne? Und Heino. wir wünschen uns immer, wie gesagt, Kohle für die Kohle. Ja, die ich habe auch mal schon teurer gesehen, geworden ist. hier kam auch schon die erste, ich muss gleich mal gucken, aber bei uns haben wir die Möglichkeit, auch die Leute im Chat ein bisschen zu spenden. Ja. Da ist auch schon die ein oder andere Schippe Kohle Alles gerade. klar. Heino, ich danke dir erstmal. Bitte schön. Es soll ja heute um die Maschine gehen. Ja. Vielleicht werden wir irgendwann das Ganze nochmal an Deck machen mit Brücke und so weiter. Aber heute, wie gesagt, unser Martin möchte erklären, wie eine Dampfmaschine funktioniert. Und deshalb werden wir jetzt Alles gleich mal klar, unter dann mal Deck zu. gehen. Das Mikro. Ja, dann Genau. Und pack das bei mir ran. So, ich muss mal hier mein Tablet holen, mal gucken, Genau. ob das alles funktioniert. Ja, also Wir gehen jetzt in die wir Maschine. gehen jetzt mal runter, unter Deck. Und Martin, geh du einfach mal vor. Richtig. Ich folge dir. Das ist hier übrigens das Heck der ganzen Geschichte. Darunter ist der Ruderantrieb. Und Der läuft hier quasi unter diesen, Ja, ich mach hier mal eins diesen auf, Tunneln. genau. Ne? Das ist also alles so richtig mechanisch. Das Genau. heißt, da ist so eine fette da ist Stange. eine dicke Stange, vorne ist eine Kette, da ist eine Ja. Kette, die um das große Rad da läuft. Also genug. Achtung, wird nochmal laut. Ja. Es gibt Das geht alles kaputt. Ich hab ganz vorsichtig, ganz vornehm getreten. Ach, guck mal, die Barbara schreibt, sie hat Tickets für den 31.05. gebucht. Ja, Na, Barbara, also, also viel Spaß wunderbar. auf jeden Fall an Bord. Wir gehen jetzt mal runter Genau. in den Stahlbauch. Ja, Tischler fragt, er hofft, dass das WLAN-Kabel hält. Ich habe extra ein WLAN-Kabel gekauft natürlich, wie sich das gehört. Und Hier sind wir jetzt im Maschinenraum. soll ich erstmal hier oben bleiben? Ja, wir können ja mal so ein paar genau. Dampfmaschinen zeigen. Es wird hier alles von Dampf getrieben. Diese kleine, feine Maschine hier ist die Servolenkung. Die Rudermaschine. Das oder? ist die Rudermaschine. Okay. Das hier geht direkt per Kardangelenk zum Steuerrad. Und wenn der hier dran dreht, dann
springt diese Maschine an und zieht an der Kette. Und das geht dann hinten zu diesen Und Kästen, das geht zu dem Kasten, den wir gerade gesehen haben. haben. Oder zieht an der Kette. Nicht? Also die eine dreht sich immer so Ja, rum, die andere ja. so rum. Und damit Und auch wird, alles Dampf. das ist Dampf. Nichts Also nicht nur der Antrieb, sondern alles, auch das diese Ruder. Hilfssachen, alles, auch die Elektrik, die hier ist, wird alles Dampf gespiesen. Elektrik per Dampf? Ja, natürlich. Ach so, die Elektrik wird per Dampf erzeugt. Ja. Ich dachte, nee, andersrum. Die Elektrik wird erzeugt, weil eine Dampfmaschine sich dreht, ein Generator. Ah, okay. Ja? Ja, und ich will das mal einmal hier von oben zeigen. Genau. Ja? Ich komme gleich runter zu dir. Wir So, wollen ich gehe mal gleich- hier gerade so ein bisschen da drauf. Das ist die ganze Hauptmaschine. Bevor wir da ins Detail gehen, zeige ich aber noch einen kleinen Vorversuch. Das ist das, was ihr dem Physiklehrer gönnen müsst. Also wir wollen gleich natürlich mit euch ganz runtergehen und alles einmal im Detail angucken. Aber wir haben ja auch in den Titel groß reingeschrieben, wie funktioniert eine Dampfmaschine. Und Martin hat sich gedacht, als Physiklehrer bin ich natürlich der Mann des Versuchs. Und sag mal, darf ich dir mal einmal das iPad angeben? Natürlich. Weil hier ist nämlich also ihr seht diese Treppe hier, die ist wirklich so ein bisschen steiler. Niedergang heißt das und der mit rückwärts betreten. Das ist eine gute Idee, den lieber rückwärts zu nehmen. Also vorwärts geht es auch, aber da geht es dann halt doppelt so schnell. Genau. So. Okay, so jetzt sind wir schon mal eine Etage tiefer. Hier kommt auch echt schön ein bisschen Licht rein. Durch diese kleinen Löcher. Wollen wir mit dem Versuch anfangen? Ja. Das Erklär mal, also bevor wir uns das gleich alles nochmal in echt angucken, hat Martin hier ganz klein, aber fein was vorbereitet. was ne? vorbereitet. Ein bisschen heißes Wasser. Das brauchen wir auf dieser Seite. Was ist das jetzt quasi sinnmäßig, dieser Kolben, wo du das weiße Wasser reintust? Die heiße Seite nennt man beim Schiff den Kessel. Das ist der Kessel. Also da drunter wird quasi Feuer gemacht. Das Das kommt machst du gleich. gleich mit dem Bunsi. Jetzt brauchen wir noch die kalte Seite. Ich habe Das sowas ja nennt man geliebt in der Schule. beim Schiff den Kondensator. Okay. Also ich werde nachher auch in den Chat gucken und werde nachher dann auch noch mal ein paar Dankeschöns loswerden. Ich habe gesehen, ihr seid schon wieder fleißig dabei hier am Spenden. Wir werden natürlich auch ein Scheinchen nachher in die Kasse tun von der Stettin, dafür, dass die das ermöglichen. Aber ich hoffe, ihr seid nicht böse, wenn ich jetzt im Moment nicht auf jede Spende im Chat eingehe und auf jede Mitgliedschaft, jedes Sub und jeden Bit. So. Das müsste jetzt ganz gut Ist das stehen. klausurrelevant, wird hier gefragt? Ja, nein. Meine Physik ist ohne Mathematik nur mit dem gesunden Menschenverstand zu verstehen. Also wir haben auf der linken Seite jetzt den Kessel. Genau. Jetzt hat Martin Man muss jetzt ein paar gleichzeitig Kohlen hier geschaufelt. hingucken und da hingucken. Also du hast so ein Immer klein abwechselnd. bisschen vorgearbeitet, indem du schon warmes Wasser in den Kessel eingefüllt hast, damit das einfach nicht so ewig lange dauert. Ja, also So, und jetzt gehe Nicht, ich dass ihr mal euch hier wundert, warum mit das dem so Mikro schnell ein bisschen losgeht. in die Nähe. Das ist die Flamme, die zu hören ist. Und das hier ist kaum zu hören. Aber zu sehen ist das, dass da die Luftblasen hochsteigen. Hast du eine Hand frei, um mein Mikro wieder anzustecken? ich oder nehme hältst mal mal kurz den Genau. Brenner. Ich spiele ja gerne mit Feuer. Ja, wunderbar. Immer schön bewegen. No, Tony, we are not making whiskey. Maybe next time. Ja. Wasser ohne was. Kaltes Wasser. Und das lasse ich die Schüler dann auch immer prüfen einmal. Das ist wirklich kalt. Das ist kalt.
Also du erhitzt jetzt das Wasser im Kessel noch weiter, dadurch steigt da quasi Luft auf, kann man das so sagen? Das kann man so sehen. Ja, und diese Luft, die geht dann oben durch diese Leitung Die steigt hier wirklich auf. und blubbert dann in dem sogenannten Kondensator. Und jetzt ändert sich hier was. Soll ich mal rumkommen oder? Nee, vor allem hinhören einfach. Wir haben hier sehr viele Nebengeräusche. Ja, das müsste aber ganz gut zu hören sein. Jetzt hört man's. Und jetzt steigen plötzlich keine Luftbläschen mehr auf. Stimmt, es hört auf zu blubbern. Was ist los? Hört auf zu blubbern, fängt an zu knattern. Okay, was passiert da jetzt? Es ist keine Luft mehr, aber es sieht aus wie Luft. Aber was ist denn Was das? ist es Was also knattert wirklich? da? Gasförmiges Wasser? Gasförmiges Wasser, das Ich hier habe- in kaltes Wasser kommt. Ich habe in den Chat geguckt, der Chat Ja. hilft mit. So ist es. Ich habe 1300 Und Leute, er hat die keine beim Cheaten Chance, hier helfen. Dampf zu bleiben, bis das nicht irgendwann alles kocht hier. Jetzt wird das nämlich hier deutlich warm. Kannst du mal den Finger reinstecken? Es ist nicht mehr kalt, sondern lauwarm schon. Und wenn man das so eine Viertelstunde macht, dann steigt auch hier der Wasserspiegel. Das wollen wir jetzt nicht. Jetzt mal eine Zwischenfrage. Ich habe gehört, dass das Anheizen der Stettin roundabout 3 Tage dauert. Richtig. Ist das dieser Vorgang, der so So- lange dauert, so ist nur es. natürlich in einer völlig anderen Ich habe Dimension? das vorhin auf der Tischtennisplatte in der Schule probiert. Da war ein kalter Wind. Und da bin ich über die Anheizphase nie weggekommen, weil der Wind mir immer das hier alles so weit gekühlt hat, dass hier überhaupt kein Dampf mehr ankam. Okay, Es war nicht zu schaffen, dass hier Dampf durchkam. ja. Aber jetzt sind wir so weit, dass ich das Feuer ausmache. Es geht In noch weiter. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. Und jetzt können wir hier hingucken. Oh ja. Der hat Durst. Boah, es geht ab! Ausgetrunken. Jetzt könnten wir pfeifen. Na dann Prost. Damit könnten wir jetzt die Dampfpfeife betreiben. Ja, das wäre vorher gewesen. Das habe ich Okay. probiert, das mit der Dampfpfeife, wenn die jetzt alle nochmal Oh, rufen. das ist ja geil. Ein schöner Das ist Versuch, ja, ne? Guck mal, der ist ganz voll. Ja, In welch ausgetrunken. kurzer Zeit. Ey, Chat, ohne Scheiß. So kann man auch noch einen alten Mann, den Paddy, begeistern. Ich habe also hier dem Dampf den Kessel ausgemacht. Das passiert tatsächlich unbeabsichtigt, bei Lokunfällen auch schon manchmal, dass da plötzlich das Feuer aus ist und der plötzlich rückwärts zieht. Ganz unangenehm, wenn dann noch ein Wassertank irgendwo ist und der dann da reinhüpft und so weiter. Will man nicht haben. Aber wie viel Kraft dahinter steckt und wie schnell der ist, Ja. das brauchen wir jetzt, um hier den Kondensator zu erklären. Und damit fangen wir jetzt an. Also das ist im Prinzip die Kraft, die dann genutzt wird, um irgendetwas anzutreiben. Das ist die ein eine Schiff Seite ist der oder Kraft. Das Rücksaugen ist die eine Seite der Kraft. Ah, okay. Das Reinpusten ist die andere Seite der Kraft. Okay. Und brauchen wir beides für die Okay, du hast Dampfmaschine. jetzt quasi nur die eine Hälfte gezeigt. Nee, ich habe beides gezeigt. Am Anfang hat es, Achso, stimmt. Am Anfang ist es Geblubbert einmal und geknattert. das Blubbern und Knattern und das andere ist das... und das ist dann hier hintereinander, schön nacheinander zu sehen. Und jetzt bei der Dampfmaschine, heute ist sie natürlich nicht unter Dampf, aber ich kann hier alles zeigen, wo es lang geht. Hier die beiden dicken Sensationell. grauen Leitungen. Die kommen aus den beiden Kesseln, die hier hinter der Wand sind, die wir später Da gehen wir gleich angucken. runter. Hier unten, auf der anderen Seite von dieser Welle, ist der Dampfhebel, Gashebel würde man im Auto sagen. Da kann der Maschinist den Dampf in den ersten Steuerzylinder einleiten. Der Steuerzylinder macht das immer auf die richtige Art und Weise, den hohen Dampfdruck in den ersten Arbeitszylinder einzuleiten. Wie muss das passieren? Sei du bitte mal
Können wir mal den Gimbal da hinstellen? Ich muss den Paddy jetzt mal einspannen hier. Ich werde mit Teil Als des Moment. Versuchsobjekt. Ja, ich stelle das mal hin und drehe mal die Kamera um. Ja. So, Moment. Wunderbar. So, ich darf So, mitmachen. du, spiel doch mal Dreirad. So. Und was machst du, wenn das Dreirad jetzt nach unten ist, wirklich nach unten? Ja, du hast also, und jetzt mal nur noch einen Hebel am Dreirad. So. Und jetzt weißt du ganz genau, Dann fahr was ich du eine Kurbel. machen musst. Nee, das Lenken ist egal. Du hast eine Kurbel und da dreht sich ein Rad. Und wenn du jetzt andersrum willst, dann musst du so rum machen. So. Und jetzt mache ich hier, so rum wäre also so und so rum wäre so. Am Kolben ist das nur rauf und runter. Ah, Was also ist das jetzt der Unterschied zwischen Vorwärtsdrehen und Rückwärtsdrehen hier? ist die Stellung des, wie nennt man das hier? Dann dieses Das Gelenk? ist das Pleuel, Das Pleuel. und der Kolben. So, und wenn ich jetzt also vorwärts fahren will, dann muss ich immer jetzt schieben und jetzt ziehen. Ach, dann wird Schieben und Ziehen vertauscht quasi. Genau. Durch Das heißt, die- ich muss den Dampf hier so rum, so rum, so rum, so rum, wenn ich so rum fahren will. Und genau andersrum, so rum oder so rum, wenn ich rückwärts fahren will. Ich hoffe, ihr versteht das anhand meines Arms. Das reicht, Ja. wenn man sich das Dreirad vorstellt. Ne? Die Beine machen rauf und Ja. runter, wissen genau, was sie tun als Dreijähriger schon, um vorwärts oder rückwärts zu fahren. Und hier ist das eine fantastische Umlenkung, die zeige ich euch gleich. Wie man diese Ventilsteuerung plötzlich auf die andere Seite kriegt. Noch einmal hier oben die große Übersicht. Hochdruckzylinder mit seiner Steuerung. Mitteldruckzylinder mit seiner Steuerung. Der kriegt den Dampf aus dem Hochdruckzylinder. Der geht da drüben rüber. Da ist ein dickes Rohr. Die kannst du da hier hoch. draufsteigen. Genau. Gucken wir das mal von oben an. Wenn der seine Arbeit getan hat hier in dem Hochdruckzylinder, dann kommt er hier in den Steuerzylinder rein und bedient hier den Mitteldruckzylinder. Das ist das dicke Rohr für den Mitteldruckdampf. Dann die Umsteuerung von diesem Zylinder in diesen Zylinder, die ist hier drin versteckt. Das ist dieser rechtwinklige Steuerzylinder. Der macht auch wieder, wie das dreijährige Kind, immer im richtigen Moment den Mitteldruckdampf mal unten, mal oben in den Niederdruckzylinder. Und dann geht der Dampf hier durch das blaue Rad, durch das blaue Rohr in den silbernen Kondensator da unten. Diese große Kessel da ist der Kondensator. Der wird durch die grünen Rohre Flusswasser gekühlt. In diesem Fall Elbwasser oder Meerwasser oder was auch immer da reinkommt. Auf jeden Fall wird es einfach aus dem schwimmenden Element genommen, wo die Stettin hier drin schwimmt. Das wird also gekühlt und dadurch entsteht hier ein Unterdruck, ohne den die ganze Maschine gar nicht laufen würde. Die ist ein großer Teil von der Kraft, die auf diesem Zylinder hier eben per Unterdruck ansetzt. Ist es eigentlich sehr laut, wenn die Maschine läuft? Nein. Oder ist das eher Nicht viel lauter als jetzt. echt? Das ist mucksmäuschenstill in einem Maschinenraum einer Dampfmaschine. Weil Man kann sich so unterhalten, wie wir uns ich kenne es jetzt ja nur unterhalten. von Containerschiffen, die großen, riesigen Zweitakter. Also Ohrschutz und ohne alles. Mickey Maus geht da gar nichts. Nein, nein, nein. Geht hier ganz einfach so. Ist sehr zu empfehlen, hier bei Betrieb mal runterzukommen. Aber es wird bestimmt gut warm, oder? Warm ist es, ja. Ja. Das muss alles 100 Grad sein. Sonst Okay. gibt es ja Kondensat. Dann gehen wir jetzt gleich wahrscheinlich noch eine Etage tiefer. So, und dazu nehmen wir die ganze Technik einmal mit. Genau. Ich nehme mal hier den Chat mit. Ich nehme den Akku mit. Und dann geht es. Und du schmeißt mir das Kabel hinterher, ja? Ich schmeiß dir das WLAN-Kabel hinterher. Ganz genau. So. Okay. Ja, passt, glaube ich, mit dem Kabel.
So, ich schmeiße das da mal runter. Ja, wir haben ja ein paar Meter WLAN-Kabel verlegt, damit wir auch unten im Schiff dann halbwegs sicheren Empfang haben. Das müssen wir jetzt nur einmal so ein bisschen mitführen, denn wir haben hier ja mehrere Etagen und ich bin unsicher, wie weit das sonst funktioniert. Du bist angekommen? Ich bin unten. Okay, dann versuche ich das jetzt auch mal. Ich habe euch hier in der Hand und halte mich mit euch fest hier am Handrad. So, ich glaube, wir sind angekommen. So, kann ich hier noch ein bisschen? Dann Ich stelle glaub- ich den nämlich hier hin. Ja, wir haben noch Dann ein kommen paar wir bis Meter. in den Kessel. Dann können wir gleich ein bisschen Kessel. Oh, jetzt wird es aber auch ein bisschen kühl hier. Ja, wir sind jetzt unter Wasser. Okay. Ach, guck mal, hier ist ein wunderbares Pult. Da kann man den Chat hinstellen. Chat drauflegen. Gut. So, hier haben wir das Ganze jetzt also von unten. Das war das mit dem Gashebel. Fahrventil heißt es. Wenn der hier dran dreht, macht er den Dampf auf und dann geht das Ganze da los. Jetzt Das ist einfach nur auf und zu, ne? auf und zu. Auf und zu. Also, Entsprechend für den Unterdruck macht er die Verbindung das ist zum Kondensator. Das ist diese hier. Auf oder zu. okay. Und da wird eben dran gesogen dann. Ach, guck mal, hier haben wir sogar, könnt ihr jetzt vielleicht abscannen mit eurem Handy? Wir haben hier sogar Da gibt's einen einige Filmchen, QR-Code ja. mit Filmchen. Hauptmaschine der Stettin unter Dampf. Ja. Ich lasse mal 2 Sekunden den QR-Code hier eingeblendet. Ihr könnt ja notfalls auch zurückspulen. Und hier haben wir noch einen QR-Code. Fahrplan 2025 und der Ticketshop. Und hier haben wir dann den Das ist Telegraphen. der Maschinentelegraph. Das entsprechende System ist oben. Im Moment sind die Griffe ab, weil die immer so gerne mitgenommen werden. Aber leider. jetzt nochmal zum Verständnis. Das ist ja eine reine Anzeige. Ne? Ja. Also es ist ein reiner Signalgeber zur Maschine. Dadurch passiert nichts wirklich an der Maschine. Es wird kein Ventil geöffnet oder so. Dafür ist der Mann hier am Hebel Genau, also das zuständig. ist einfach nur, es klingelt und dann kann er ablesen, was oben von der Brücke angefordert wurde. Genau. Ne? Vorwärts, zurück, volle, halbe. Ja, so ist es. Okay, ja. Und das erwidert er dann. Ne? Also die Brücke zeigt das hier an und er erwidert es dann, klingelt und erwidert es und macht es dann, indem er hier an seinen Und alles voll Hebeln mechanisch. Ihr seht dreht. also hier diese Ketten, Ja. die laufen bis oben auf die Brücke. Und hier sieht man mal die Umlenkung. Das ist Vorwärts-Rückwärts steuern. Das, was das Dreiradkind intuitiv macht, Das ist hier jetzt hier, mit diesen zwei. warte mal, das ist hier, zeige ich das Richtige? Guck mal, guck mal. Ja, ja, gerade das- der Genau, dicke das ist graue hier Hebel. dieser Der große kann Hebel. diese Schlitten hier hin und her rutschen lassen. Ja, also entweder ist dieser Steuerzylinder dran Ja. oder dieser Oder der Steuerzylinder hintere. dran. Kann man das von der Seite Das noch kann man hier wunderbar besser sehen. An dem allerersten kann man es am besten sehen. Hier haben wir jetzt Ach, die hier haben ganze wir's noch mal. Kurbelwelle. Also hier diese beiden Stangen, die ihr hier seht. Der ist im Moment an Ja. und der hier wedelt in die Luft. Der hier steuert im Moment den Zylinder. Und hier kann man ganz genau gleich sehen, der sitzt im Moment ganz oben. Der sitzt im Moment fast oben. Ja, warte mal, ich muss das mal im Ganzen zeigen. Hier, Genau. genau. Das ist der erste Hochdruckzylinder. Pleuelstange, Kolbenstange ist da oben versteckt. Kurbelwelle hier. Kurbelwelle. Und das ist dann in der Verlängerung auch wirklich die Antriebswelle, die hinten zum Propeller geht. Da geht es bis zur Schraube. Genau. Schiff fährt in diese Richtung. Und wenn jetzt der Captain sagt, rückwärts bitte,
dann zieht er seine Hebel- und Dampfbetrieben, wird statt diesem Steuerzylinder Warte mal, ich gehe mal ein Stückchen zurück, sonst sehen die Zuschauer das nicht. dieser Steuerzylinder aktiv. Ja. Und das bedeutet, der kriegt genau von der anderen Seite den Dampfdruck, so wie das Dreiradkind dann eben umsteuert. Und die Umsteuerung hier ist schneller als jede Umsteuerung von einem Diesel. Die haben deswegen noch mit Dampf gebaut, weil die schneller wenden können als jede Dieselmaschine. In ein Getriebe oder in überhaupt. Erst die elektrischen können das entsprechend so schnell wie eine Dampfmaschine von vorwärts auf rückwärts umsteuern. Das heißt, was haben die für eine Umschaltzeit? Der Propeller muss doch trotzdem wahrscheinlich erstmal Ja, der anhalten, kommt zum oder? Stehen, ja. Aber Kommt zum dann Stehen kriegt und er dann- sofort Rückwärtslauf und ist also, ich glaube, das waren 19 Sekunden oder so. also- wirklich, steht auf der Webseite ganz genau beschrieben, ich habe die Zahl Ja, vergessen. Ja, Zahlen braucht man bei der Physik nicht. Aber dass das eben hier einmal der eine Dampf auf die eine Seite und auf die andere Seite, um vorwärts zu fahren, oder der andere Steuerzylinder ist und das mechanisch hier per Dampfdruck umgelegt werden kann. Und alles gleichzeitig, alle 3 Zylinder gleichzeitig. Der und der und der, das sind alle die Schrägen, die sind im Moment außer Betrieb. Die Geraden sind im Moment aktiv. Also wir sind mit 3 Zylindern quasi Ja. unterwegs. Ein Hat das einen Hochdruck, Grund, ein warum Mitteldruck das- und ein Niederdruckzylinder. Okay, du hast es gerade erklärt. Ja. Ich wollte gerade fragen, warum 3, aber hoch, Ja. mittel, niedrig. Damit der Niederdruck. Dampf, der ja noch ziemlich viel Druck hat, wenn er aus dem Hochdruckzylinder kommt, nochmal arbeiten darf. Der darf sich nochmal ausdehnen und am Niederdruckzylinder darf er sich nochmal ein bisschen ausdrehen und wird auf der anderen Seite rausgesogen vom Kondensator. Da gehen wir mal hin. Hier alle Pumpen, alles dampfbetriebene Pumpen. Die Lebensretterpumpen, Speisewasserpumpen, die den Kessel wieder mit Wasser betreiben. Ich muss einmal ein Stück zurück, sonst kriege ich das nicht auf die Kamera. Ja. So, warte, ich probiere mal, ob die Weitwinkelkamera hier unten was reißen kann. Das ist eine Dampfpumpe. Das hier ist eine Dampfpumpe. Das hier ist eine Dampfmaschine, die dieses Flügelrad da betreibt. Das hier ist eine Dampfmaschine. Und wofür ist das Rad? Das ist holt das Wasser aus dem Kondensator wieder in den Kessel. Ja. Hier auch Das ist nochmal. ja alles ein Kreislauf, das wird ist ja ein alles Kreislauf, wiederverwendet. ne? Das hier ist auch Speise. Was steht da drauf? Beim Abnehmen des Deckels, nee, das ist eine Anweisung. Irgendwo stand eine Beschriftung. Also hier steht was von Luftpumpe. Das ist die Luftpumpe. Gut. Die Luftpumpe. So, hier, das ist die Kühlung. Ja, da kommt also hier das Kühlwasser. Warte mal, wo ist denn der Antrieb für das Kühlwasser? Da muss man aber schon genau hingucken. Also ich Ja, muss nee, gestehen, das ist die Kühlwasserpumpe. ich muss gestehen, Die dicke es- dort, das ist die Kühlwasserpumpe. Sind diese Anschlüsse hier. Da kommt das Elbwasser rein, kühlt den ganzen Kondensator hier, sodass der Dampf, der da noch reinkommt, dann zu Wasser wird und daran saugen kann. Also ich muss gestehen, es ist doch ganz schön viel. Ja. Auch wenn die Funktionsweise der Dampfmaschine verhältnismäßig einfach ist, aber jetzt die ganzen Die Umsetzung ist Rohrleitungen natürlich und so sehr, sehr ist dann natürlich schon eine ganze kompliziert. Menge. Genau. Und dass das eben eine Dreifach-Expansionsdampfmaschine ist, das ist eine lange Entwicklung in den Dampfmaschinen. Früher hat man einfach eine Stufe gehabt Ja. und der Rest ging in die Luft. Und deswegen haben die ganz viel Wasser verbraucht. Die Stettin verbraucht nur Wasser, wenn sie ihre Dampfhupe betätigt. Kann man das vergleichen mit den alten Dampflokomotiven? Genau. Die waren mit 2 Die haben ihren Dampfaussschub dazu benutzt, den Zug im Schornstein zu verbessern. Die haben also den Dampf rausgezischt und damit aber gleichzeitig das Feuer angefacht, Und die mussten ja auch regelmäßig Wasser nachnehmen. weil die den Dampf weggezischt Ja. haben. Genau. Ne, dieses Tschut, 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 Ja. das ist im Schornstein das Geräusch, um den Kessel besser mit Wind zu versorgen. Ja, und dass ihr mal So. jetzt hier
Größeneinordnung habe. Da oben standen wir eben und da ist dann auch schon das Deck. Ne? Da Wir sind kommt ein 2 bisschen Stockwerke Licht durch. tiefer jetzt. Ja, also schon eine große Maschine, aber dann doch wieder irgendwie Überschaubar. überschaubar, ja. So. Hier haben wir die Windmaschine, ist auch eine Dampfmaschine. Das ist die Dampfmaschine, die hat rot den Zulauf, blau zum Kondensator. Die macht den Wind für das Feuer. Und hier habe ich das Telefon nach oben. Das ist das Telefon nach oben. Wenn die fahren, steckt hier eine Pfeife drin. Die ist jetzt im Tresor, weil das auch so ein Souvenir ist wahrscheinlich aus Messing. Ne? Genau, Ja. was immer wieder fehlt. Krass. Ja. Dann kann man hier abnehmen, pustet hier rein, dann pfeift es oben oder andersrum. Und dann kann man sein Ohr da dran tun, was willst du denn? Ich muss mal ganz kurz ein paar schnelle Dankeschöns Mach loswerden. Der Hansi ist wieder dabei mit 2,49. Danke vielmals. Erhard, 2 Euro Superchat für eine Schippe Kohle. Dankeschön. Dann nochmal der Erhard, aber ein anderer Erhard für noch eine Schippe Kohle. Dankeschön. Dann der Hauke lässt 10 Euro da. Kohle, alles Kohle. Danke für eure Kohle. Barbara Steinscherer mit 10 Schweizer Franken schreibt, hat ein Ticket gebucht für den 31.05. Freu dich drauf, liebe Barbara. Und dann haben wir den Rudi, der lässt auch nochmal 5,99 da für noch eine Schippe Kohle. Herzlichen Dank. Und Tony Roberts with 20 bucks. A salute to all the people who worked to volunteer on Stettin for everyone to see and enjoy the maritime heritage that she represents. Herzlichen Dank, Toni. Danke, danke. So. Wer ist das denn eigentlich? Das ist der Jens, ne? Ja, richtig, Ja, Jens. das ist der Jens. Jens, was machst du hier an Bord? Ich bin Elektriker hier an Bord, das bringe ich beruflich mit und in der Winterzeit kümmere ich mich um die elektrische Anlage der Stettin und im Sommer habe ich die große Freude. Ich sehe, wir teilen die Begeisterung für diese großen alten Maschinen. Ich bin in der Ausbildung zum Dampfmaschinisten. Im Augenblick ist meine aktuelle Rolle Assistent des Maschinisten, das heißt, ich darf in erster Linie mal mit der Schmierkanne rumlaufen, bekomme aber auch schon hier und da so ein paar verantwortliche Sachen und die Maschine, die du gerade so prima vorbildlich erklärt hast, gehorcht dann auf mein Kommando. Das ist mir eine große Freude und eine große Ehre. Genau. Also das Hier heißt, haben wir die wer alte sich hier... Lichtmaschine. Genau. Nimmst du mal einmal ganz kurz die Ja. Kamera, ich muss mal mein Mikro wieder anstecken. Das heißt, wer sich hier ehrenamtlich engagiert, kann also auch sich entsprechend dann noch weiterbilden und dann auch technisch engagieren. Ja. Und im Endeffekt seid ihr ja natürlich auch darauf angewiesen, dass es gerade, ich sag mal in Anführungszeichen, alte Menschen mit altem Wissen gibt, die das weitertragen. Ne? Ja, Sonst- Eine bordeigene Ausbildung sozusagen. Ja? Genau, die Ausbildung ist standardisiert, der Traditionsschifferschein. Da können wir natürlich nur das machen, was im Rahmen der Gesetzesregelung korrekt zu machen ist. Das führen wir auch durch. Und wir verfahren hier so, dass wir den altgedienten, eine junge Person an die Seite stellen und sagen, lernt doch bitte voneinander. Ja. Ist sowas noch Thema in der Schule, Martin? Also so Dampfmaschine? Dampfmaschine ist Thema 9. Klasse, jawohl. Okay. Im Grunde sind wir aber am Umstellen, denn die ganzen Wärmekraftmaschinen sind meiner Meinung nach altes Eisen. Das muss man wissen, wie das ging. Aber heutzutage sollte man mit regenerativer Energie arbeiten, was eben nichts verbrennt und auch nichts erwärmt. Auch ein Atomkraftwerk erwärmt. Und deswegen Wasserkraft, Windkraft, Solarenergie und dann elektrisch getriebene Mechanik, wenn man irgendwas bewegt haben will. Das ist die Zukunft und dahingehend baue ich jetzt mit Physikerkollegen, auch mit dem ganzen Physikunterricht um, dass die alten Sachen zwar noch erwähnt werden, aber eigentlich historisch mehr. Und ja, die Zukunft ist elektrisch, denn das kriegt man emissionsfrei hin. Bevor wir gleich zum Kessel gehen, wollen wir einmal kurz zur Welle schauen, Ja. weil da bin ich jetzt gerade hier. Vorsicht, unser Genau. WLAN-Kabel liegt hier. Hier sind wir jetzt quasi am anderen Ende. Ich will mal gucken, ich stehe jetzt also hier mittig auf der Welle. Ich gehe mal in den Weitwinkel und... Hier stehen wir unter dem Niederdruckzylinder. 3 Meter. 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 3
Da links sieht man den blauen Dampfabgang zum Kondensator. Hier haben wir die Rückseite vom Kondensator. Das ist das große graue Ding. Was sind das für Geräusche? Da arbeitet jemand, oder? Ist nicht, also ist ja im Moment kalt, die Maschine. Ja. Aber hier kann man auch noch mal sehr schön hier die nennen sich Pleuels, ist das richtig? Die Stangen? Die Stangen sind die Pleuelstangen. Ne? Dann unten habe ich die Kurbelwelle. Unten sind die Kurbeln, genau. Ja. Und die Steuerzylinder, sag mir mal das Fachwort, eine Scheibensteuerung, irgendwas gibt es da? Wir haben eine Stevenson-Exzentersteuerung. Exzentersteuerung, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und die Exzentersteuerung, die können eben wirklich eine Weile lang an und dann eine Weile lang ausmachen. Das ist besser als eine Kurbelsteuerung, die das immer kontinuierlich machen. Die hier machen eine Weile lang so und dann machen sie schwupp an und schwupp wieder aus. Deswegen Exzentersteuerung ist besser als eine Kurbelsteuerung. Ja, und hier geht es dann wirklich raus zum Propeller, ne? Ja. Da hinten ist dann quasi, geht es dann raus. Und eben sind wir vorbeigegangen an der sogenannten Lenzpumpe. Die kann 500 Liter pro Minute. Steht da drauf? 500 Tonnen. 500 Kubik. Wir benutzen die nicht. Die Zahlen kann ich nicht schlecht sagen. Ja. 500 Kubikmeter pro Stunde. Gut. Also das ist, wenn man irgendwo ein vollgelaufenes Schiff hat, kommt da oben ein dicker Schlauch dran und dann geht das durch diese beiden Rohre hier rein und dann raus, um das andere Schiff zu lenzen. Ach so, das ist Also quasi zur Hilfe, Rettungsart, genau. Ist nicht Ja. zur Eigenrettung, Nee. sondern um andere zu unterstützen. Bergung, das Okay. kam ja immer mal vor, dass Ja. die auch zur Hilfe geeilt ist. Die kann ja auch schleppen. Wenn die Feuerwehr kommt, um den Keller auszupumpen. Ja, und das ist eben hier mit 500 Kubikmeter pro Stunde. Da kannst du schon so ein Schwimmbad. Das geht ruckzuck, würde ich sagen, oder? Ja. So, Ja. hier, mind So, your meinst du, head. wir kommen da jetzt rein? Haben wir kommen noch wir ein jetzt paar durch. Meter Kabel, dass wir Nee, unseren... Das geht hier hin. Kommen wir da durch? Ja, wir Ich können ja mal bin gucken, ziemlich ob sicher, dass das hier durchstrahlt. Meinst du, Ja, dass wir hier durch diesen teste Gang... das mal. Deswegen habe ich das da hingestellt. Du siehst es die ganze ob wir hier Zeit. genug Empfang haben. Ja. Das ist jetzt der Kesselraum. Ja, ich bleib mal hier an der Tür stehen. Kannst du Und- sehen, wie ja, viel ja. Empfang du hast? Ja, es sieht, Genau. es sieht ganz ordentlich aus mit dem Empfang. Wunderbar. Ein Kessel und derselbe nochmal dort. Zweiter Kessel. Ja, ich muss aber Die Titanic hatte davon 18. und Genau dieselbe Bauart. du hattest mal erwähnt, das war im Prinzip die gleiche Größe, war sogar gleicher Hersteller. Gleicher Hersteller, oder? gleiche Bauart dieser Kessel, genau. Hier kann man rein leuchten, mal gucken. Ach, der hat eine Lampe, guck mal, gut ausgerüstet. Da ist jetzt kein Kohlengitter drin, sondern das ist rausgenommen zum Säubern. Da ist normalerweise auf diesen... Ach, da liegt ein Gitter drauf, hier, und da wird hier dann wird dann die quasi Kohle Kohle reingeschmissen drauf und unten die Asche Die Asche wird rausgezogen. dann nach unten durch. Ja. Genau, und der Wind wird eben von der Windmaschine, die wir eben angeguckt haben, dann hier rein gepumpt, geht hier unten durch und dann von da unten. Stimmt Warte das? mal, ich muss das mal... Sag mal genauer. Ich habe was Falsches Ich will ja gesagt. nicht dazwischen gehen. Nee, Doch, ja. dafür bist du da. Bitte. Gut, okay, die Ja. Windmaschine, der Windkanal ist hier über uns, das Rechteck. Ach, da oben, ja. So, ne, da kommen wir rüber aus dem Maschinenraum. Und dann gehen wir hier ins Kesselgeschränk. Das ist so eine Schräge, sag mal, die Schräge, die man vor uns sieht, ist das sogenannte Kesselgeschränk. Und dann geht der Windkanal von hier und du kannst einmal Oberluft fahren, Aha. auf die Kohle drauf, die auf dem Rost liegt. Oder du kannst Unterluft fahren, dann fährst du, Ja. wie sag Von, mal, fährst du durch den, von unten angeblasen. genau, Ja. dann fährst du durch den Aschfall Ja. von unten ins Feuer rein. Ja. Kannst die Luft fahren. Und je nachdem wird das dann, brennt das verschieden heiß oder verschieden schnell? Oder? Ja, es gibt verschiedene. Der Standard ist, die Luft von unten durchs Feuer zu fahren, um die Verbrennung zu fördern. Dann wird aber aufgeworfen und dann liegt oben die unverbrannte Kohle drauf. Und die unverbrannte Kohle muss erst trocknen,
dann muss sie gasen und dann muss sie entflammt werden. Wenn man den Prozess beschleunigen will, kann man Oberluft fahren und kann die Kohle dann von oben anzünden. Hat er genug Mikro gehabt? Ich glaube, dadurch, dass das hier Gut. so ein kleiner Raum ist, hat man das verstanden. Vielleicht ein bisschen leiser, aber ich glaube, das Okay. hat man ganz gut. Gut. Sehr schön. Ja, und das heißt, hier steht man dann im Prinzip. Ja. Wo sind die Kohlen? Da sind wir gerade durchgelaufen. Da und da sind die Kohlebunker. Diese großen. Diese riesigen Kästen, die eigentlich aussehen, als wenn da ein Raum hinter wäre. Genau. Das ist ein Raum voll Und- Kohle. Und die kommen wo raus? Hier kommt sie raus. Darf ich hier dran ziehen? Wenn du schaffst, gerne. Irgendwie bin ich noch an der falschen Kette. Nee, geht gerade nicht. Na, hier das Blech kann man hochmachen, dann kommen da unten die Kohlen raus. Und die Das fällt ist dann so. einfach auf. Da sieht man es. da sieht Die man fällt dann das. quasi einfach auf den Boden und dann. Das halt sind mit jetzt der Schippe- winzige, normalerweise haben die so große Kohlestücken hier, die hier reingeschaufelt werden. 1 Tonne pro Stunde. Ja, aber voller Leistung. Wenn wir 2000 PS fahren, dann haben wir 1 Tonne pro Stunde zu verfeuern. Und da bist du hier zu dritt oder zu viert richtig am Schwitzen. Standardbesatzung ist, der Oberheizer sitzt hier, Ja. passt aufs Wasser auf und 2 jüngere Heizer, einer pro Kessel. Drei Mann, oder 2 Mann, ja, okay. Ja. Ey, das ist so cool. Also hier muss ich unbedingt mal runter, wenn die Kiste läuft. Ja, dann kannst du allerdings hier nicht mehr reingucken. Ja, das glaube ich. Das ist Gleißenthell wahrscheinlich, Sind oder? da die Rohre gerade rausgenommen? Ah nein, da sieht man sie. Guck mal hier. Stimmt. Ja, Sieht man das so ein bisschen? Ja. genau. Das ist Rauchraum hier. Ja. Hier geht es also vom Feuer unten, hinten durch die Rauchrohre durchs Wasser durch. Um diese Rohre herum ist das Wasser, rauf in den Schornstein. So, Flamme geht so und hier rauf in den Schornstein. Und um die Rohre herum ist das ganze Wasser. Cool. Und wird erhitzt auf 140, 100... Wir fahren Wassertemperatur von 13,5 Bar. Das bringt uns so zu 220 Grad Wassertemperatur, Wasserdampftemperatur. 220. Hier geht es bis 120, das ist Wassertemperatur. Nee, Und- das ist Heizraumtemperatur. Ach, das ist die Reihe. Aha. Damit man Okay. weiß, warum man schwitzt. Alles klar. Ja. Ach, das ist einfach hier Umgebungs... Die ist nur Dekoration. Brauchen tun wir die nicht. Und im Grunde genommen, Druckmanometer zeigt den Druck an und dann über Damit die, weiß man ungefähr, wie heiß genau, es ist. dann Ja. weiß man, wie heiß man es hat. Der will ja auch nicht Temperatur, sondern der will Druck haben, der Maschinist. Genau, es ist aus ein paar anderen Gründen noch wichtig, die Temperatur dann zu verfolgen. Zeigen wir an anderen Maschinen an, aber Ja. Zielgröße ist natürlich der Druck. Genau. Da gibt es auch wieder den... Ja, habe ich gerade mal hast du eingeblendet. Eingeblendet, Wenn ihr wunderbar. Lust habt, könnt ihr auf den QR-Code gehen. Ja, also echt abgefahren. Bin völlig begeistert. Und da ist der Wasserstandsanzeiger. Gut beleuchtet Ach, mit da, dem roten da, Zeiger. Ja, warte mal, ich gehe mal Genau. ein bisschen so, da. Und die Speisewasserpumpe sorgt immer dafür, dass genug Wasser wieder reinkommt. Aber da das ein Kreislauf ist, brauchen die gar nicht so oft wirklich nachfüllen. Nur wenn sie ganz viel beim Hafengeburtstag ihre Stimme Dampfpfeife da pfeifen lassen, dann Wenn die- verlieren sie tatsächlich Wasser. Wenn die verrückten Zuschauer von Hamburg Hafen Live wieder eine Dampfpfeife Horn nach der haben will. anderen fordern. So ist es. Toll. Also das hat auch ein ganz eigenes Flair hier unten. Das hat so eine ganz eigene Stimmung. Das ist, man ist komplett in einer anderen Welt. Ja, man geht also wirklich von Ja, dem Anleger 100 hier Jahre, an ne? Bord. Oben an Deck ist es noch so ein bisschen, ja, altes Schiff. Aber sobald man hier unten steht, ist man echt in einer anderen Zeit. Ja, genau. Wahnsinn. Schön. Ich will mal in den Chat schauen. Ja, tu Wir das. haben euch leider sträflich vernachlässigt, ihr Lieben. Was ist denn jetzt noch interessant? Frag doch Lass mal mich den doch Chat. einmal kurz schauen. Vielleicht Genau. haben wir ja gleich noch eine Frage. Was geht hier denn ab? Ach, guck mal, der Hessenblitz ist seit 7 Monaten dabei. Ganz, ganz lieben Dank. Trainsport Till, nochmal 2 Euro Superchat für die Stettin. Herzlichen Dank, wird weitergegeben. Der Waschbär lässt 5 Euro da. Danke, danke. Hansi Seehund,
möchte noch ein bisschen Fischstäbchenkohle raushauen. Ja, dann musst du die Fischstäbchen einfach nur ein bisschen länger auf dem Grill liegen lassen und vielleicht kann man damit dann ja auch noch eine Dampfmaschine betreiben. Ich danke dir vielmals. Dann haben wir Chris vom Rhein mit 5 Euro Superchat und er sagt, könnt ihr bitte später die Pfeife für das Eissignal zeigen? Da komme ich nicht dran, die ist im Das ist auch so ein Souvenir. Und es gibt so ein paar Messing-Souvenirs. Dazu muss man herkommen, wenn sie unter Dampf ist. Die werden eingesperrt. Und dann, ach guck mal, der Fletenkieker, Mann, wow, der haut hier eine richtige Mitgliederbombe raus. 50 Mitgliedschaften. Wahnsinn. Boah, Fletenkieker, Danke, Mensch, Team. Digga. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, also wir werden auf jeden Fall hier was in die die Spendenkasse wird tun benutzt, und natürlich einen entsprechenden Anteil weiterreichen. Außerdem haben wir Heiko, der seit 12 Monaten auf dem Fischmarkt ist. Dankeschön. So, jetzt muss ich eben noch mal hier. Wir haben das Spillingwerk besichtigt mit einer 9. Klasse und die hatten alle Pin-Up-Girls Echt? Das gibt's noch? an ihren Spins und das war also eine mittlere Katastrophe. Im Grunde ist das in meiner alten Firma mal rausgeflogen. Das war richtig, aber schon. Ich bin gleich wieder bei Wenn wir euch. noch einen stehen, weißt du, ne? Aufpassen, dass wir nicht durcheinander reden. Wenn er redet, sind wir still. Und wenn er still ist, sind wir am Reden. Sonst geht es im Chat durcheinander. So, Ich will dir nicht in die Parade fahren. Okay. Eigentlich wollte ich nur zugucken. Ja. So. Ja, ich wollte vorhin schon den Generator, den alten, nochmal zeigen. Das ist nämlich sein Elektrikergebiet. Der wird nur noch selten benutzt, ne, der alte Generator. Wird als Reserve vorgehalten, er hat Gleichstrom. Wir haben auf ein Wechselstromnetz hier umgestellt und du willst hingehen zum modernen Wechselstromgenerator. Genau, und jetzt haben wir hier den Wechselstromgenerator. Das ist eine schnell laufende Dampfmaschine, die man dann Dampfmotor nennt. Und wenn da alles unter Dampf ist, dann macht das hier richtig so Drehzahl irgendwie. aber auch alles Dampf. Alles mit Dampf, ja. Genau. Spillingwerk ist ein Hamburger Werk. Die stellen für diese Niederdrücke eben Dampfmotor-ähnliche Motoren her. Unter anderem wird die Expansion der Gasleitungen aus der Ukraine, die müssen ja mit einem hohen Druck über Land gehen und dann mit einem niederen Druck da. Und da kann man Energie gewinnen und da kann man so einen Spillingmotor dran machen, der einfach mit dem Druck vom Gas, von der Wollen wir Gasleitung nochmal nach oben? arbeitet. Nimmst du gleich nochmal Ich nehme alles mit. Technik mit? Ich kletter schon mal nach oben hier. Mach schon mal die ersten Meter. Trainsport Till, auch ein Dankeschön an dich für die 2 Euro. Und auch ein dickes Dankeschön geht nach Fuhlsbüttel an den Sven. Jens, magst du ein bisschen das Kabel? 40 Euro per PayPal. Mich hat leider gerade mein YouTube-Chat verlassen. Wunderbar. Wer weiß, was da gerade wieder kaputt ist. Ich muss mal kurz schauen, ob ich meinen Chat repariert bekomme. Hast du wieder einen Absturz? Ja, was da genau ist, kann ich gerade nicht sagen, aber irgendwie sehe ich nicht, was bei YouTube passiert. Genau, danke. So, weiter geht's. Gut. Chat repariert. Wollen wir noch mal raus? Gibt es noch Ja. irgendwas zu gucken? Oben? Ja, wir können einmal bis einmal so zur einen Brücke kleinen, rauf. ja, einmal so einen kleinen Rundgang, würde ich sagen. Den machen Und da müsstest du dann umschalten auf das große Netz. Ne? wir. Ja, draußen Oder soll haben ich wir das ja, jetzt mit rausschleppen? Draußen haben wir ja Mobilfunk. Eben. Das sollte ja funktionieren. Ein Beifang. Guck, da kommt Vitus Bering gerade rein. Da hinten geht eine Hapag-Lloyd raus.
Auch ein schönes Plätzchen hier zum Schiffe gucken. Absolut. Da vorne ist noch ein kleiner Frachter. Ja, ich habe auch gerade Direkt im in der Chat Sonne. gelesen, es gab wohl irgendwie eine Havarie auf der Elbe. Ich habe das Ups. jetzt nur mit einem Auge gelesen, aber so irgendwas war da. Muss ich nachher noch mal schauen. Aber ihr hattet euch im Chat schon irgendwie ausgetauscht mit Informationen. Ich habe da jetzt gar nichts mitgekriegt. Irgendwie ist da ja irgendeine Havarie und irgendwelche Fairplay-Schlepper helfen da wohl. Von hier aus nichts zu sehen. Nee, ich weiß auch nicht genau, wo das jetzt war. Ja. Ja, können wir jetzt eh nichts zu Können wir sagen, nichts zu sagen, weil wir ja. Genau. nichts wissen. Wir gehen mal Richtung Brücke. Oder willst du hier noch die Hapag-Lloyd abwarten? Nee. Nein, heute ist Stettin. Bist du mit dem Mikro hängen geblieben? Ja, das ist magnetisch. Muss nur aufpassen mit den Knöpfen jetzt an hab der ich den Knopf Seite. gemacht. Jetzt hast du es ausgemacht. Ja, also wieder lange auf den Knopf drücken. Etwas länger. Ja, ist wieder da. Jetzt ist wieder an. So, das ist ja wirklich ein stabiler Magnet, der das einem aus dem Kragen holt. Das hattest du auf der Anita, hattest du das auch mal, erinnere ich, in irgendeinem Chat. Echt? Ein Gedächtnis. Oder auf dem, naja, auf jeden Fall ist dir das auch schon mal passiert. So, jetzt müssen wir Ja. hier rauf. Hier geht es jetzt Richtung Brücke. Raik, ich danke dir für 5 € Superchat. Und er schreibt, er ist begeistert, wie wir die Streams bereichern. Ja, so ein bisschen Bildungsfernsehen. Ach, ist Ich muss abgeschlossen? einmal prüfen, ob es auf der anderen Seite offen ist. Ich erlaube mir nicht, da jetzt durch die Ketten zu gehen. Kannst mal ein bisschen Elbe gucken, solange bis klar ist, ob wir reinkommen Ja. oder nicht. Also Licht ist gerade mal wieder Deluxe. John schickt nochmal 2 € und fragt, ob wir den Maschinentelegraph mal zeigen können. John, das haben wir eben gemacht. Da musst du ein kleines bisschen zurückspulen mal. Ja, hier drüben ist offen. Da ist offen. Pass auf, ich erlaube Kann dir ich hier jetzt, über die... hier durchzugehen. Warte mal, wenn... Sesam, öffne dich, wir Super, machen den Weg frei. Dankeschön. Also hier stehen wir direkt jetzt am Schornstein. Und hier Hier geht sieht das man in die Stimme. Was sagst du? Das ist die Stimme. Ach, das ist die Dampfpfeife. Ja. Ja, rechts an der Seite. Hier ist dann ein Drahtseil, ein langes Kabel. Genau. Ja, und das Hier geht geht's dann rein. hier rein. Ja. Und jetzt gucken wir einmal auf die Brücke. Oh, Der da Captain sitzt schläft Captain gerade. Blaubeer. Boah, ist das schön hier. Ist das schön. Da drüben ist gesperrt, weil Baustelle. Ja, da hinten ist Baustelle. Hier gibt es natürlich auch ein paar moderne Geräte. Einfach der Tatsache geschuldet, dass sie halt noch fährt. Genau. Na, Den hatten wir noch nicht, den hatten wir schon. ja, also den QR-Code könnt ihr auch gerne nochmal abfotografieren. Achso, hier haben wir nochmal dann den Maschinentelegraphen auf der Brücke. Wir hatten ja das Gegenstück, der John wollte ihn ja sehen. Wir hatten das Gegenstück unten im Maschinenraum. Aber es ist lustig, wie halt doch hier so die ganzen Hebel und so, die sind alle abgeschraubt. Das, was man abschrauben ja, kann, alles, muss was man leider abschrauben kann, ist dann heutzutage doch gegen in den Vandalismus. Tresor. Ja. Hier ist das Gegenstück der Das Bordtelefon. Gegensprechanlage. Genau. Guck mal hier, ein Echolot.
altes. Ja, das ist noch in Betrieb. Und da ist dann noch quasi der zweite. Einer rechts, einer Telegraph. links, genau. Dann unter der Decke, das ist quasi für einen Scheinwerfer, die Bedienung. Da kann man dann den Suchscheinwerfer mit ausrichten und bedienen. Und dies hier sind die Hebel mit dem Seil für die Stimme und für den Eispfeifer. Das heißt, hier wäre dann der Hebel mit den Signalen. Genau. Stimmt, und die hat ja zwei sehr charakteristische. verschiedene Sie hat ja einmal Signale, diese ganz genau. normale, in Anführungszeichen normale Dampfpfeife, und dann hat sie ja dieses Eissignal, dieses, ich kann das gar nicht beschreiben. Eisheuler oder Ja, Dampfpfeife. Ich muss mal gerade gucken, vielleicht kriege ich das sogar eingespielt. Ich muss mal schauen, ob das funktioniert. Hast du als Horn. Ich habe das als Horn, ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt hier von hier eingespielt bekomme. Müsste theoretisch abgespielt worden sein. Wir können das immer leider nicht laut hören, weil dann wird das irgendwie Ist klar, ja. ein Da wird's Störgeräusch geben. Ne? Rückkopplung geben. Genau. Die Stettin kann man übrigens auch jederzeit besichtigen. Ich glaube in der Woche ganz normal so 10 bis 18 Uhr. Genau, 10 bis 18 Uhr kann man hier jederzeit an Bord gehen. Also wenn ihr sagt, ihr seid hier und ihr habt Lust, euch das einfach mal aus der Nähe anzugucken. Und im Grunde das, was wir jetzt gemacht haben, ist jedem Besucher erlaubt. Ihr kommt überall hin. Ja. Hier nebenan doch der große Schwimmkran, der alte. Da sind einige Filmchen drauf gedreht worden schon. Ja. Wahnsinn. Jo. Alles bestens. Vielen Dank. Ja, hier unten die ist auch noch so ein... Gastfreundschaft. Wenn ihr mal wieder vorbeikommt. Ja, Ja, machen wir bestimmt. Machen wir gerne. Hier ist noch so ein Barbereich. Das ist natürlich auch gerade bei Ausfahrten. Gibt's Geht hier die dann Post ab, ja. Lecker Bierchen. ja. Das muss jetzt alles wahrscheinlich in den nächsten Wochen für die Saison vorbereitet werden. Genau. Spätestens beim Hafengeburtstag fährt sie wieder. Da geht es wieder zur Sache. Okay. Wollen wir noch mal nach hinten und dann können wir da vielleicht... Hier oben auf dem was ist das? Bootsdeck heißt der, glaube ich. Ne? Ach, guck mal, da haben wir aber auch schon wieder sensationelles Licht. Guckt euch das an, ihr Lieben. Hier sieht man übrigens die Achse, die geht da zum Steuerrad und da zu der Dampfmaschine, die ich als erstes gezeigt hatte. Die kleine Ja, Ruderdampfmaschine. die Servolenkung sozusagen. Ja. Genau. Guck, der Walter schreibt auch, morgen Mittag ist er auf der Stettin. Ja. Ja, dann hast du ja schon mal so ein klein bisschen Einblick bekommen. Okay. Gut, Martin. Komm mal an meine Seite. Wir stellen Mach uns ich mal. gerne. Wir gucken mal ins Licht. Oh, Ich sehe gar nichts. nein, wir jetzt. stellen uns noch ein bisschen seitlich hin. Das ist, glaube ich, schlauer. So ist So besser. ist gut, ja. Martin, ja. Ich weiß Ich gar nicht, hoffe, was ich ihr sagen seid soll. mitgekommen mit meiner Erklärung. Mir Ja, hat es es riesen Spaß gemacht. Ihr merkt, wie ich dafür brenne. Es ist natürlich an der einen oder anderen Stelle ist es nicht so leicht, die ganzen Rohre zu durchschauen. Ja. Aber ich glaube, so das grobe Wer es Prinzip, genauer wissen will, muss einfach noch mal herkommen. genau, sich das angucken. Ich fand auch den Versuch klasse, also das einfach mal zu sehen. Wirklich diesen Moment, dieser Aha-Effekt, du machst das Feuer aus und dann ein paar Sekunden später, Saugt er alles zurück. das war schon echt
Das war geil. Ja, das ist mein Das war Lieblingsversuch. echt schön. Das ist wirklich sehr Also schön. Martin, das ist echt toll, dass du das gemacht hast. Also wirklich super Erklärung. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Das war jetzt, war auch nicht so lang, aber ich glaube, so etwas über ein Stündchen ist eigentlich eine ganz gute Zeit für so ein 2 Stunden sind wir bisschen. jetzt schon. 3:30 haben wir angefangen. Ah nee, 4:30. Nein, 3:30. 3:30. Ah, Etwas ja, über ein das ist Stündchen. Eine gute Stunde. Ja, ich glaube, das ist, Schön. ist gut. Vor allem ist es auch eine gute Zeit, wenn man den Stream nachträglich gucken will. Ja. Na, wenn sich das nicht so Überschaubar. in die Länge zieht. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ganz dickes Dankeschön auch für eure Unterstützung im Chat und natürlich auch für den Kanal. Wie gesagt, ich werde gleich auf jeden Fall hier noch ein bisschen was in die Kasse tun als Dankeschön und natürlich einen Teil eurer Spenden dann auf jeden Fall auch weiterreichen. Also danke für die Mitgliedschaften, für die ganzen Spenden, für die Subs und für die Bits. Und ja, die Hamburg Express ist unterwegs. Es ist super Wetter und ich werde mir gleich ein Plätzchen suchen und dann machen wir, glaube ich, noch einen Livestream, wie die Hamburg Express Mal gucken. Vielleicht zum komme ich letzten ja noch Mal mit. nach Hamburg kommt. Ich habe Bock. Ich habe meine Jacken Ja. noch gar nicht gebraucht. Ja, Wenn wir also, jetzt lange draußen aber wenn die stehen im Sonne, Wind, wenn dann- die Sonne weg weg ist, wird's wird kalt. das echt fies. Ne? Ihr Lieben, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.